Ein Ozean, wo das Unmögliche geschieht. Das ist der Nordatlantik. Hier singen Wale inmitten der Stille des Abgrunds. Während Vulkane aus der Tiefe emporsteigen, neues Land formen, in einem ewigen Dialog zwischen Feuer und Eis. Doch was wissen wir wirklich über diesen geheimnisvollen Ozean? Der Nordatlantik ist nicht nur eine geografische Grenze, er ist eine Grenze zwischen Welten, ein Territorium von Kräften, die die menschliche Logik herausfordern. Wo der Planet atmet, erschafft und sich erneuert vor unseren Augen. Willkommen im Ozean Nordatlantik, wo Wale und Vulkane unmögliche Welten erschaffen. Zwischen Island und Grönland, wo die Kälte den Wind schneidet und Lava die Küste zeichnet, existiert eine der größten Energiekonzentrationen des Planeten. Mehr als 4000 Meter Tiefe, Temperaturen von bis zu 30 Grad unter Null und aktive Vulkane, fähig, neue Inseln in nur wenigen Stunden zu erschaffen. Doch der Nordatlantik ist auch Heimat von Giganten, die ganze Meere durchqueren, von Vögeln, die Stürmen trotzen und von Ökosystemen, die das Wunder des Überlebens offenbaren. Im heutigen Dokumentarfilm hier bei Unser Planet wirst du entdecken, wie Feuer und Leben koexistieren an einem der wildesten und schönsten Orte der Erde. Hast du dir je vorgestellt, die Geburt eines Vulkans unter dem Meer zu erleben? Oder den Gesang eines Wals zu hören in eisbedeckten Gewässern? Die Natur existiert hier nicht nur, sie spricht. Jeder Klang, jedes Licht und jede Bewegung erzählen die Geschichte der eigenen Schöpfung. Nachdem wir die Geheimnisse von Südafrika erforscht haben, wo das Leben zwischen Savannen und Wüsten erblüht, ist es Zeit, über die Hitze hinauszugehen und das andere Extrem der Schöpfung kennenzulernen. Der Nordatlantik, wo die Kälte und das Feuer dasselbe Herz teilen. Du, der du uns über den Fernseher siehst, prüfe, ob du hier bereits den Kanal Unser Planet abonniert hast. So benachrichtigt dich YouTube jedes Mal, wenn ein neuer Dokumentarfilm das Außergewöhnliche rund um die Welt enthüllt. Jetzt atme tief durch. Lass das Leuchten deines Fernsehers dein Wohnzimmer in ein Portal verwandeln und bereite dein Herz vor. Denn was du gleich sehen wirst, ist nicht nur ein Dokumentarfilm, es ist eine Begegnung zwischen Feuer und Ozean. Ein Moment, der verändern kann, wie du die Erde fühlst. Der Nordatlantik wartet auf dich. Der Klang kommt aus der Tiefe, ein tiefer Gesang, fern. Ein Echo, das über Tausende von Kilometern reist, Meere durchquert, Strömungen und ganze Generationen. So spricht der Atlantik. Buckelwale und Orcas beherrschen diese kalten Gewässer. Es sind Giganten mit Herzen so groß wie ein Auto, die Luft atmen, aber in einer Welt aus flüssiger Stille leben. Jede Note ihres Gesangs
trägt Botschaften, die ganze Ozeane durchqueren. Stell dir vor, ein Lied zu hören, das 5000 Kilometer Meer durchqueren kann. Die Buckelwale tun genau das. Sie kommunizieren über komplexe Klangmuster in Frequenzbereichen so tief, dass unsere menschlichen Ohren sie kaum wahrnehmen. Doch im Ozean ist es eine lebendige Symphonie. In jedem Winter verlassen diese Wale die eisigen Gewässer des Nordatlantiks und reisen bis in die Karibik, um sich fortzupflanzen und ihre Kälber zu säugen. Es ist eine Reise von fast 8000 Kilometern. Geleitet von vererbten Erinnerungen, folgen sie Routen, die Wissenschaftler noch immer zu entschlüsseln versuchen. Orcas hingegen leben in Familiengruppen, die an Stämme erinnern. Jede Gruppe besitzt ihren eigenen Dialekt, eine Sammlung von Lauten, die nur unter ihren Mitgliedern verstanden wird. Studien zeigen, dass diese vokalen Muster von Mutter zu Tochter weitergegeben werden, wie Geschichten erzählt unter den Wellen. Doch nicht alles ist Musik. Der Nordatlantik ist auch ein Feld der Herausforderungen. Die Oberflächentemperatur kann auf unter 2 Grad Celsius fallen. Und dennoch tanzen diese Giganten zwischen Kälte und Strömungen und ernähren sich von Schwärmen, die sich wie silberne Wolken bewegen. Jeder Atemzug ist eine Erinnerung daran, dass das Leben widersteht. Wenn ein Wal auftaucht, kann der Dampfstoß 10 Meter hoch steigen. Es ist der Ozean, der gemeinsam mit ihm atmet. Eine einfache Geste, doch sie trägt das Leben einer ganzen Welt. Wissenschaftler glauben, dass diese Gesänge bei der Orientierung während langer Wanderungen helfen. Es sind akustische Karten, unsichtbare Wegweiser, die die Ozeane verbinden. Und wenn der Klang reißt, trägt er auch die Geschichte des Planeten, eingeschrieben in die Schwingungen des Wassers. Doch es gibt etwas, das die Wissenschaft noch nicht erklären kann. Warum scheinen diese Wesen zu singen, selbst wenn sie allein sind? Vielleicht ist es die Art und Weise, die der Schöpfer gewählt hat, um die Erde daran zu erinnern, dass sie noch eine Stimme hat. Und diese Stimme kommt aus den Tiefen des Meeres. Unter den Wellen wirkt die Welt schlafend, doch in den Spalten des Ozeans regt sich etwas. Warme Strömungen steigen aus der Tiefe auf, als würde der Planet atmen. Und wenn sie das Eis berühren, verwandelt sich Wasser in Feuer. In diesem Moment verändert sich das Licht. Der Klang wird tief und der Ozean gewinnt Farbe. Es ist, als schlüge das Herz der Erde kräftiger und öffne den Weg für die Geburt von etwas Neuem. Eine Begegnung zwischen Kraft und Geheimnis, zwischen Feuer und Meer. Unter dem Nordatlantik atmet die Erde Feuer. An der unsichtbaren Grenze der tektonischen Platten bricht die Erdkruste auf und setzt Energie frei, die ausreicht, ganze Kontinente zu heben. Und jede Spalte ist eine Erinnerung daran, dass der Planet noch lebt. Hier zwischen Island und Grönland verläuft eine unterirdische Grenze, bekannt als der Mittelatlantische Rücken. Eine Narbe, die den Ozean von Norden nach Süden durchschneidet, über mehr als 16.000 Kilometer. Dort wird das Feuer geboren. Langsam, als würde das Herz der Erde im Rhythmus des Meeres schlagen. Wenn Magma an die Oberfläche steigt, trifft es auf eiskaltes Wasser. Der Schock erschafft mineralische Türme, genannt schwarze Raucher.
Es sind Schlote, die überhitzte Gase ausstoßen mit mehr als 350 Grad Celsius. Und selbst in dieser Hölle existiert Leben. Extremophile Bakterien überleben, indem sie sich von Schwefel ernähren und das, was tödlich wäre, in Energie verwandeln. Es ist das Wunder der Anpassung. Diese Organismen werden von der NASA erforscht, denn vielleicht hat das Leben auf fernen Planeten auf dieselbe Weise begonnen, im Dunkeln und unter Druck. Rund um diese Spalten entstehen ganze Ökosysteme. Blinde Krebstiere, Röhrenwürmer und kleine leuchtende Fische leben hier in Harmonie, als wären sie für diese Welt geschaffen worden. Es ist eine Oase im Nichts, ein verborgener Garten im Abgrund. Island, ein Land, das aus eben diesem Feuer hervorgeht, ist der einzige Ort der Erde, an dem der mittelatlantische Rücken über den Meeresspiegel hinausragt. Es ist ein Land, das buchstäblich in 2 Kontinente geteilt ist. Amerika auf der einen Seite, Europa auf der anderen. Und dazwischen das Feuer, das niemals schläft. In Reykjanes durchschneiden geologische Verwerfungen die Landschaft wie offene Narben. Jede Eruption zeichnet den Horizont neu und lässt neue Lavafelder entstehen. Im Jahr 2021 erwachte der Vulkan Fagradalsfjall nach 8 Jahrhunderten des Schweigens. Die Lava floss sanft, als würde der Boden selbst Licht ausatmen. Die Isländer, die daran gewöhnt sind, mit dem Feuer unter ihren Füßen zu leben, nennen dieses Phänomen den Atem der Erde. Und vielleicht haben sie recht, denn hier zerstört der Vulkan nicht. Er erschafft, formt Berge, lässt neue Inseln entstehen und reichert den Boden mit Mineralien an, die das Leben tragen. Wenn Magma auf das Meer trifft, ist das Schauspiel unbeschreiblich. Das Wasser beginnt zu kochen, Dampf steigt auf und der Ozean leuchtet in Rot- und Goldtönen. In wenigen Minuten erstarrt der Basalt zu neuem Festland. Schöpfung geschieht hier vor unseren Augen. Im Durchschnitt wächst Island um etwa 2 Zentimeter pro Jahr. Es klingt wenig, doch im geologischen Maßstab ist es ein Wimpernschlag. Jeder Zentimeter ist ein Zeugnis dafür, dass der Planet noch in Bewegung ist. Und während sich die Oberfläche formt, brodeln die umliegenden Gewässer vor Leben. Fische, Krebstiere und Seevögel ernähren sich nahe den vulkanischen Zonen, wo die Wärme Nährstoffe anzieht. Warme Strömungen steigen auf, kalte sinken ab und die Natur erschafft ihr eigenes Gleichgewicht. Hier sind Zerstörung und Schöpfung ein und dieselbe Kraft. Und wenn der Tag endet, scheint die Landschaft gemeinsam mit dem Meer zu atmen. Dampfsäulen vermischen sich mit dem Wind und der Horizont leuchtet, als wäre der Schöpfer gerade erst hier gewesen. Im Nordatlantik ist die Grenze zwischen Feuer und Ozean auch die Grenze zwischen dem Sichtbaren und dem Göttlichen. Im Schatten der Tiefe kühlt die Lava in gerundeten Formen ab. Kissenlava. Jede erstarrte Blase bewahrt den Moment, in dem das Feuer das Salz des Ozeans berührte. Unter dem Dampf färbt Schwefel die Luft gelb und das neugeborene Gestein verströmt noch Wärme. Hier kennt die Schöpfung keine Vergangenheit, nur Gegenwart. Wenn Feuer zu Stein wird, verändert sich die Landschaft.
Die Hitze erlischt, das Leuchten wird zur Form und was zuvor wie flüssiges Licht floss, erhebt sich nun wie eine Mauer. Es sind Säulen, endlos und vollkommen, verankert im Herzen des Nordatlantiks. Diese Formationen, bekannt als Basaltsäulen, entstehen, wenn Lava langsam abkühlt. Während sie Wärme verliert, zieht sich das Gestein zusammen und zerbricht in nahezu identische sechseckige Prismen. Das Ergebnis ist ein Muster, das architektonisch wirkt, doch allein geformt wurde durch Zeit, Druck und Geduld. Über ganz Island hinweg vermehren sich diese Säulen wie natürliche Tempel. In der Schlucht von Stuttlargil ragen sie in perfekten Reihen über türkisfarbenem Wasser empor. Am Kirkjufell bilden sie Stufen, die einen der meistfotografierten Berge der Welt formen. Und in Svartifoss stürzt der dunkle Wasserfall herab wie eine Orgel aus Stein. Die Geometrie des Basalts ist so präzise, dass sie Ingenieure und Architekten inspirierte. Viele glauben, dass ihre Symmetrie als Grundlage diente für antike Bauwerke wie griechische Tempel oder für römische Säulen in Kathedralen und Palästen. Doch hier wurden sie nicht gebaut, sie wurden erschaffen. Basalt bedeckt etwa 70% der Erdkruste. Er ist das häufigste Gestein des Planeten und bildet den Boden aller Ozeane. Jeder Kontinent ruht auf ihm, als läge er auf dem Herzen des Feuers. Und wenn die Zeit ihn zu Säulen formt, sehen wir den Planeten selbst, wie er seine innere Architektur offenbart. Wissenschaftler untersuchen die Abkühlungsrate der Lava, um die Form jeder Spalte zu verstehen. Die Breite der Prismen zeigt den Rhythmus der Kälte. Je schneller die Abkühlung, desto kleiner die Säulen. Je langsamer, desto größer und eleganter werden sie. Es ist, als würde die Erde im Takt atmen und jedes Detail mit göttlicher Präzision formen. Und wenn dich die Wunder des Nordatlantiks ebenfalls verzaubern, nimm dein Handy zur Hand und kommentiere das geheime Wort dieses Dokumentarfilms: Fels. Nur das. Es ist die Art zu zeigen, dass du dasselbe empfunden hast wie wir. Fels. Diese mineralischen Kathedralen trotzen seit Tausenden von Jahren. Sie wurden vom Eis geformt, vom Wind und von der unaufhörlichen Kraft des Wassers. Und selbst wenn der Winter alles in Weiß hüllt, stehen sie noch immer dort, aufgerichtet wie Wächter, stille Zeugen des Laufs der Zeit. In ihren Zwischenräumen wächst Vegetation zwischen den Spalten. Kleine Moose und Flechten besiedeln den Fels und beginnen einen neuen Kreislauf des Lebens. Es ist eine leise Erinnerung daran, dass selbst im Stein das Leben einen Weg findet. Und dass die Schöpfung sich niemals wiederholt, sie erfindet sich neu. Wenn die Sonne über Stuttlargil untergeht, berührt das Licht die Säulen und der Basalt leuchtet wie flüssiges Gold. Es ist die Stunde, in der die Stille eine Stimme bekommt. Das Wasser fließt, der Wind flüstert und der Klang hallt durch die ganze Schlucht. Es ist, als hätte der Schöpfer dort die Signatur einer Welt hinterlassen, die noch im Entstehen ist. Und genau in dieser Landschaft enthüllt der Nordatlantik ein weiteres seiner Geheimnisse. Unter dem Gewicht der Kälte und der Kraft des Windes beginnt das Eis sich zu bewegen. Langsam schiebt es sich voran, formt Täler und Flüsse, bis der Fels sich in einen Spiegel verwandelt. Die Temperatur sinkt,
Der Klang des Windes verändert sich und die Landschaft verblasst im Licht des Winters. Die Erde scheint zu schlafen. Doch sie bereitet sich nur auf den nächsten Akt vor. Das Reich des Eises rückt näher, bringt Stille mit sich und eine Schönheit, die nur die Kälte formen kann. Die Stille beherrscht die Landschaft und die Kälte nimmt Gestalt an. Im Nordatlantik hört das Wasser auf, fließend zu sein und wird zur Struktur. Jeder Tropfen wird zu Kristall, jeder See zu einem Spiegel. Es ist das Reich des Eises. Island beherbergt die zweitgrößte Eiskappe Europas, Vatnajökull, eine Eismasse, die mehr als 8000 Quadratkilometer bedeckt, dick genug, um ganze Vulkane zu verbergen. Dort bewegt sich das Eis, als hätte es einen eigenen Willen. Es gleitet langsam und formt Täler, Flüsse und Schluchten. Und wenn die Sonne das Eis berührt, glänzt die Oberfläche wie Glas. Es ist ein Spiegelbild, das den Blick täuscht. Himmel und Erde verschwimmen und für einen Augenblick scheint die ganze Welt eins zu werden. Es ist die gefrorene Harmonie der Schöpfung. Doch selbst das Eis ist nicht ewig. Mit jedem Sommer ziehen sich die Gletscher ein wenig weiter zurück und erinnern daran, dass alles, was existiert, im Wandel ist. Und dennoch liegt etwas Göttliches darin, sie widerstehen zu sehen, wie sie der Zeit trotzen, als hätte der Schöpfer in ihnen das Zeichen seiner Geduld hinterlassen. Unter dem Klang des Windes verharrt der Nordatlantik regungslos, doch in der Stille des Eises spricht die Erde weiter. In den Ländern, die unter dem Eis brodeln, findet das Leben eine neue Art zu existieren. Wo die Kälte herrscht, erschafft das Feuer unsichtbare Zufluchten. Und selbst an den rauesten Rändern des Nordatlantiks gibt es genug Wärme, um das Unmögliche zu tragen. Landmann Alauga, ein vielfarbiges Tal, umgeben von Rhyolithbergen. Hier scheint der Boden zu dampfen, die Steine leuchten in Rot-, Ocker- und Gelbtönen. Es ist der Ort, an dem Eis und Feuer sich berühren und die Luft von Energie erfüllt scheint. Jeder Schritt ist, als würde man über das Herz der Erde gehen. Das heiße Wasser, das aus dem Untergrund hervortritt, erreicht Temperaturen von über 100 Grad Celsius. Dennoch leben dort Mikroorganismen. Sie ernähren sich von Schwefel, Eisen und Silizium und überleben in Umgebungen, die für jede andere Lebensform tödlich wären. Es sind die Extremophilen, die Wesen an der Grenze. Diese mikroskopischen Wesen werden von Biologen aus aller Welt erforscht. Sie sind der lebende Beweis dafür, dass Leben entstehen kann, selbst unter unwirtlichen Bedingungen. Ihre Enzyme widerstehen der Hitze, der Strahlung und sogar der Säure. Im Kern sind sie der reinste Ausdruck der Beständigkeit der Schöpfung. Am Mývatn-See, wo das Wasser dampft und der Boden sich bewegt, wirken die Farben unwirklich. Das tiefe Blau des Wassers, das Gelb des Schwefels, das Weiß des Dampfes formen eine Landschaft, die eher wie ein Traum erscheint. Doch sie ist real und sie pulsiert. In Verrier brodeln die Krater wie uralte Kessel. Das Geräusch entweichender Gase vermischt sich mit dem Wind und bildet einen unterirdischen Chor. Dort schläft der Boden nicht, er atmet, und jeder Atemzug ist eine Erinnerung an die Kraft, die noch immer unter unseren Füßen brennt. Diese heißen Quellen inspirierten Wissenschaftler der NASA, Technologien für zukünftige Missionen zum Mars zu testen.
Denn die Chemie hier ähnelt der anderer Welten. Wenn Leben in diesen irdischen Abgründen existiert, dann kann es auch unter den marsianischen Gletschern existieren. Island ist ein natürliches Labor der Schöpfung. Doch es gibt etwas, das selbst die Wissenschaft nicht erklärt. Warum strahlen diese Orte, selbst bedeckt von Schwefel und Dampf, so viel Frieden aus? Vielleicht, weil sie daran erinnern, dass das Leben nicht perfekt sein muss, um heilig zu sein. Hier scheint der Schöpfer das Unmögliche zu signieren, mit Tinte aus Feuer und einem Hauch von Leben. Die Kombination aus Dampf, Schwefel und Stille erschafft ein einzigartiges Gefühl, als stünde die Zeit still. Die Landschaft bewegt sich wie in Zeitlupe. Jeder Tropfen, der verdampft, jeder Stein, der aufbricht, ist eine Erinnerung daran, dass nichts statisch ist. Alles verändert sich, alles wird neu geboren. Im Glanz der Abenddämmerung vermischt sich der Dampf der Quellen mit den Wolken. Die Wärme steigt auf, das Licht breitet sich aus und der Horizont scheint zu atmen. Es ist, als würde der Schöpfer mit einer unsichtbaren Berührung die Flamme am Leben halten, die den Planeten trägt. Das Leben findet immer einen Weg. Und während die Nacht über das dampfende Tal hereinbricht, vermischt sich das Geräusch der heißen Gewässer mit dem fernen Echo des Meeres. Es ist derselbe Rhythmus, derselbe Puls. Der Nordatlantik spricht erneut mit leiser Stimme und erinnert daran, dass Feuer und Leben noch immer gemeinsam tanzen. Bevor wir fortfahren, prüfe, ob du den Kanal Unser Planet bereits abonniert hast. So ruft dich YouTube zurück. Jedes Mal, wenn ein neuer Dokumentarfilm die Wunder der Erde und der Schöpfung offenbart. Jetzt gehen wir weiter. Denn der Nordatlantik hütet noch Geheimnisse. Am äußersten Rand des Nordatlantiks, wo der Wind niemals ruht, hält das Leben stand. Es sind Länder geformt von der Kälte, von brandenden Wellen und von Winden, die Jahrhunderte durchqueren. Und dennoch gibt es jene, die diesen Ort Heimat nennen. Die Inseln des Windes sind Zuflucht für Tausende von Zugvögeln, unter ihnen der Papageitaucher, ein kleiner Vogel mit farbenfrohem Schnabel, bekannt als Papageientaucher. Sie verbringen fast ihr ganzes Leben über dem Ozean, kehren jedoch nur einmal im Jahr an die Küste zurück, um das Ritual des Lebens zu erfüllen, ein Nest zu bauen und neu zu beginnen. Diese Nester werden in Klippen und feuchten Felsen gegraben. Darin liegt ein einziges Ei. Beide Eltern wechseln sich beim Brüten ab für etwa 40 Tage. Und wenn das Küken schlüpft, wird es mit kleinen Fischen gefüttert, die im Meer gefangen werden. Einer nach dem anderen, bis es bereit ist, allein über den Atlantik zu fliegen. Die Kolonien können Zehntausende von Vögeln umfassen. Der Lärm ist ohrenbetäubend. Möwen, Eissturmvögel und Raubmöwen ringen um Platz und Nahrung. Doch es gibt eine unsichtbare Ordnung, ein Gleichgewicht, getragen von der Natur selbst. Hier gibt der Wind die Regeln vor und das Überleben ist das einzige Gesetz. Kegelrobben ruhen auf den nassen Felsen. Sie tauchen bis zu 20 Minuten lang auf der Suche nach Fischen und kehren lautlos an die Oberfläche zurück. Wenn die Sonne den Horizont berührt, reihen sie sich Seite an Seite, als teilten sie denselben Gedanken, auf die richtige Zeit zu warten. Eine einfache Geste, die uralte Weisheit offenbart. Auf den eisigen Ebenen folgen die Rentiere ihrer eigenen Wanderung.
Sie sind Zugtiere, fähig pro Saison mehr als 1000 Kilometer zurückzulegen. Sie orientieren sich am Magnetfeld der Erde, durchqueren Winde, Berge und Schnee. Die Herde bewegt sich wie ein einziger Körper, auf der Suche nach Nahrung und Schutz. Im Sommer erwacht die Tundra. Blumen bedecken den Boden, die Vögel kehren zurück und die Stille wird vom Klang tausender Flügel durchbrochen. Es ist die Feier des Lebens am Rand des Möglichen. Jede Art, jede Bewegung ist Teil einer unsichtbaren Symphonie, die die Welt im Gleichgewicht hält. Doch der Wind ist der wahre Bewohner dieser Inseln. Er kommt niemals zur Ruhe. Er streicht über Klippen, Dörfer und Meere und trägt die Geschichten von Vögeln, die Ozeane überquert haben. Und vielleicht weht er jetzt auch dort, wo du zuschaust. Schreib uns in die Kommentare, aus welcher Stadt oder welchem Land du uns ansiehst. Es ist deine Art zu zeigen, dass der Wind des Atlantiks auch dich erreicht hat und dass wir auf eine Weise alle miteinander verbunden sind. Durch denselben Planeten, unser Planet. Diese Vögel reisen über Tausende von Kilometern, doch sie kehren immer an denselben Ort zurück. Es ist ein Instinkt, ein Ruf, den selbst die Zeit nicht auslöschen kann. Und vielleicht sind wir genauso. Immer auf dem Weg zurück zu unseren Ursprüngen, dorthin, wo die Welt noch spricht und die Schöpfung unseren Namen flüstert. Wenn der Wind sich legt, spiegelt das Meer den Himmel. Die Wolken ziehen langsam dahin und die Landschaft scheint zu atmen. Es ist die Pause zwischen zwei Kräften, der Ruhe und dem Sturm. Und in diesem kurzen Moment scheint alles möglich. Auf den Inseln des Windes ist Leben nicht nur Widerstand, es ist Poesie in Bewegung. Jeder Flug, jeder Tauchgang, jeder Atemzug ist eine Geste, die das Unmögliche herausfordert. Der Nordatlantik bleibt lebendig und der Schöpfer schreibt sein Werk weiter auf den Flügeln des Windes. Wenn die Nacht über den Nordatlantik fällt, verwandelt sich der Himmel in ein Schauspiel. Strahlen aus grünem, violettem und blauem Licht tanzen am Horizont. Wie lebendige Schleier, die sich im Rhythmus des Sonnenwinds bewegen. Es ist das Nordlicht. Eine Begegnung zwischen dem Himmel und der Elektrizität der Erde. Dieses Phänomen entsteht in 90 Kilometern Höhe, wenn Teilchen der Sonne mit der Erdatmosphäre kollidieren. Das Magnetfeld des Planeten lenkt diese Teilchen ab und erschafft Lichtwellen, die sich wie flüssiges Feuer bewegen. Es ist die sichtbarste Form des Unsichtbaren. Jede Farbe des Polarlichts hat ihren Ursprung. Grün stammt vom Sauerstoff, Blau vom Stickstoff, Rot von extremer Energie und gemeinsam malen sie den Himmel, als würde der Schöpfer zeichnen, mit Licht und Stille. In klaren Nächten bedecken die Polarlichter ganz Island und Teile Grönlands. Lokale Führer behaupten, dass jede Erscheinung eine eigene Stimme habe, einen tiefen, fast unhörbaren Klang, ähnlich einem elektrischen Flüstern. Wissenschaftler diskutieren noch, ob dieser Ton wirklich existiert oder ob es das menschliche Gehirn ist, das versucht, das Wunder zu hören. Alte nordische Legenden erzählten, die Lichter seien der Widerschein der Schwerter der Götter. Für andere Völker waren es Seelen, die am Himmel tanzten. Heute wissen wir, dass es geladene Teilchen sind,
doch der Zauber bleibt derselbe. Die Wissenschaft erklärt, doch das Geheimnis bleibt. Reisende, die die Aurora suchen, wissen, dass sie niemals garantiert ist. Sie kann für Sekunden erscheinen oder die ganze Nacht andauern. Alles hängt vom Sonnenwind ab, von den Wolken und von der Stille des Himmels. Doch wenn sie erscheint, bleibt niemand derselbe. Fotografen warten stundenlang bei Temperaturen unter Null mit Kameras nach Norden gerichtet. Und wenn der erste Lichtstreifen den Horizont durchschneidet, scheint die Zeit stillzustehen. Kein Bild, keine Aufnahme vermag das Gefühl zu übersetzen. Nur das Herz versteht es. Die Aurora ist mehr als ein Phänomen. Sie ist eine Erinnerung daran, dass wir unter einem lebendigen Himmel leben, genährt von Energie und Bewegung. Und vielleicht zeigt uns der Schöpfer in jeder erleuchteten Nacht ganz leise, dass das Licht immer die Dunkelheit besiegt. Und wenn das Leuchten vergeht, kehrt die Stille zurück. Der Himmel verdunkelt sich, doch etwas in denen, die es gesehen haben, bleibt entzündet. Es ist der Funke einer Begegnung zwischen Kosmos und Seele. Nach dem Licht kommt die Stille. Die Landschaft schläft ein unter der verblassenden Aurora. Der Wind verlangsamt sich und selbst das Meer scheint ruhig zu atmen. Hier hört die Zeit auf zu eilen. Sie ist einfach da. Zwischen den Ebenen Islands schneiden klare Flüsse das Land wie Adern aus Kristall. In Bruará tritt das Wasser aus dem Untergrund hervor, kalt und rein, und bildet sanfte Kaskaden, die sich zwischen Lavafelsen vervielfältigen. Jeder Fall ist eine Note derselben Stille. Weiter vorn, in Raunfossa, brechen hunderte kleiner Quellen aus einer dunklen Felswand hervor. Sie kommen nicht von oben, sondern aus dem Inneren des Gesteins. Es ist geschmolzenes Eis, das kilometerweit unter der Erde reist, bis es das Licht wiederfindet. Ein unsichtbarer Kreislauf, der niemals endet. Diese Gewässer sind so rein, dass sie den Himmel mit spiegelklarer Schärfe reflektieren. Wissenschaftler schätzen, dass das unterirdische Schmelzwasser Jahrhunderte benötigt, um die Oberfläche zu erreichen. Was jetzt fließt, ist derselbe Schnee, der fiel, als Island noch jung war. Die Zeit fließt in Stille. An den Ufern breiten sich Moose und Flechten über die Steine aus. Sie sind die ersten Besiedler der Erde, fähig, Gestein in Boden zu verwandeln. Sie wachsen Millimeter für Millimeter in Zyklen, die Generationen dauern. Was für uns wie Stillstand erscheint, ist nur eine andere Form von Bewegung. Hier ist alles langsam. Die Schatten werden länger, das Wasser wiederholt seinen Weg und der Wind vermischt sich mit dem Atem des Planeten. Die Eile verschwindet. Die Zeit ist kein Feind mehr. Sie wird zur Zeugin. Vielleicht ist es das, was der Atlantik lehrt, dass Stärke nicht in der Geschwindigkeit liegt, sondern im Bleiben. Dass Weisheit darin liegt, den Dingen ihren eigenen Rhythmus zu lassen. Denn selbst die Stille braucht Zeit, um gehört zu werden. Und in diesem Zwischenraum spricht die Erde leise. Wissenschaftler nennen das geologische Zeit. Tausende von Jahren, verdichtet in einem einzigen Moment.
Berge entstehen, Flüsse ändern ihren Lauf. Und der Ozean rückt vor, als wäre alles Teil eines tiefen Atemzugs. Die Schöpfung hat niemals aufgehört. Und wenn der Tag endet, verlöschen die Wasser von Raunfossar im Zwielicht. Das Geräusch der Wasserfälle verhallt nach und nach, bis nur noch der Wind bleibt. Es ist das Echo der Zeit, das daran erinnert, dass selbst die Stille Teil des Lebens ist. Wenn Feuer und Eis sich vereinen, entsteht Leben. Der Nordatlantik ist der Ort, an dem die Energie aus dem Inneren der Erde auf die eisige Weite des Ozeans trifft. Hier erschafft Wärme Bewegung und Kälte gibt Form. Es ist die Alchemie der Schöpfung. Aus diesen Temperaturunterschieden entstehen Meeresströmungen. Warmes Wasser steigt aus dem Süden auf. Kaltes sinkt aus dem Norden herab. Dieses ständige Hin und Her transportiert Nährstoffe, Sauerstoff und Leben. Ohne sie wären die Ozeane Wüsten. Inmitten dieser Strömungen bilden sich Kaltwasserriffe. Anders als tropische Riffe reichen sie bis in Tiefen von Hunderten von Metern. Hartkorallen, Schwämme und Anemonen wachsen lautlos im Schatten des Atlantiks. Es sind unsichtbare Gärten, die ganze Nahrungsketten tragen. Diese Riffe beherbergen Tausende von Arten. Kleine Krebstiere, Fische, die im Halbdunkel jagen und durchscheinende Wesen, die wirken, als bestünden sie aus Glas. Viele von ihnen wurden von der Wissenschaft noch nie gesehen. Sie leben bei Temperaturen nahe dem Gefrierpunkt und ernähren sich von Mikroorganismen, die von den Strömungen herangetragen werden. Und alles ist miteinander verbunden. Die Wale ernähren sich von den Schwärmen, die durch die Nährstoffe dieser Riffe entstehen. Die Vögel tauchen dort, wo sich der Ozean erneuert. Und die Robben jagen in denselben Gewässern, in denen das unterirdische Feuer das Meer erwärmt. Jedes Element hängt vom anderen ab. Es ist ein unsichtbarer Kreislauf, der den Planeten im Gleichgewicht hält. Ozeanographen nennen dies das Thermohaline-System. Ein Geflecht von Strömungen, das den gesamten Ozean bewegt, als wäre er ein lebendiger Organismus. Ohne dieses System würden die Gewässer nicht mehr zirkulieren und das Klima der Erde würde sich für immer verändern. Jede Welle, die die Küste berührt, ist der Puls dieses blauen Herzens. Deshalb zählt jedes Detail. Der Nordatlantik ist mehr als nur ein Meer. Er ist ein atmendes System, eine Verbindung zwischen allen Ökosystemen des Planeten. Während das Feuer den Meeresboden erwärmt, blüht das Leben an der Oberfläche. Aus dem Unsichtbaren entsteht das Wesentliche. Und wenn dich diese Reise bereits auf irgendeine Weise berührt hat, gib jetzt ein Like. Es ist eine einfache Geste, doch sie hilft YouTube dabei, unsere Dokumentarfilme zu mehr Menschen zu bringen, damit sie das Außergewöhnliche rund um die Welt entdecken können. Hier formen kalte Riffe und ozeanische Strömungen das, was Wissenschaftler die Kinderstube des Atlantiks nennen. Hier entsteht Leben, wächst und kehrt zurück. Jeder Kreislauf, jeder Atemzug ist das Vermächtnis, das Meer und Feuer der Erde hinterlassen haben. Und in diesem empfindlichen Gleichgewicht geht die Schöpfung weiter. Es gibt Orte,
an denen die Wissenschaft verstummt und die Stille zur Antwort wird. Der Nordatlantik ist einer von ihnen, eine Begegnung zwischen Feuer und Eis, Leben und Leere, Licht und Schatten. Hier wird der Planet noch geschrieben. Mit jeder Eruption, mit jedem Abschmelzen wird die Erde neu geboren. Die Kräfte, die einst die Welt erschufen, sind noch immer in Bewegung. Das Feuer formt, das Eis bewahrt und der Ozean verbindet alles. Es ist der Kreislauf der Schöpfung, der niemals endet. Die Wissenschaftler nennen es ein Phänomen, die Dichter ein Wunder. Doch vielleicht ist es ein und dasselbe, denn mit jedem Funken, mit jedem Wellenschlag scheint die Erde sich daran zu erinnern, wer sie erschaffen hat. Und wenn die Sonne über Reykjavik aufgeht, erwacht die Stadt auf einem Boden, der noch immer atmet. Unter den Füßen der Isländer tanzen Feuer und Eis weiter. Und wir beobachten die Schöpfung in Echtzeit. Ein Planet, der niemals aufgehört hat, geboren zu werden. Das ist unser Planet. Denn das Geheimnis der Schöpfung liegt noch immer vor uns, in den Klängen, die der Wind trägt, in den Lichtern, die den Himmel durchqueren, in den Wassern, die niemals stillstehen. Alles wird noch immer geschaffen. Und bevor es zum nächsten Ziel geht, prüfe, ob du den Kanal Unser Planet bereits abonniert hast. So stellt YouTube sicher, dass dir jeder neue Dokumentarfilm angezeigt wird und dass du weiterhin mit uns reist zu den außergewöhnlichsten Orten der Welt. Während der Norden unter dem Eis verstummt, erwacht im Süden das Leben in Farben und Wärme, wo der Ozean die Savanne berührt und der Schöpfer eine andere Seite der Erde offenbart. Klicke jetzt auf deinem Bildschirm und folge der Reise zur nächsten Episode, die Wunder Südafrikas. Ein Ort, an dem der Schöpfer die Kälte gegen die Flamme des Lebens getauscht hat. Ich erwarte dich dort. Bleib bei mir und entdecke das Außergewöhnliche rund um die Welt. Eine Umarmung und bis zur nächsten Reise.